Hey Skatfreunde, willkommen und lasst uns einmal mehr über das schönste Hobby der Welt sprechen. Und was soll ich euch sagen? Einen habe ich jetzt doch noch zum Thema Trumpf oben oder unten. Ich dachte an sich, dass ich dieses Motiv mit 3 Aufgaben ganz sinnvoll präsentiert und abgerundet habe, aber jetzt gab es doch so einen kleinen Vorfall, wo ich gedacht habe, alles klar, dann bringe ich noch mal eine ganz schöne und besonders knifflige Situation zum Abschluss. Und wie kam es überhaupt dazu? Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Rocket-Video habe ich im 10. Spiel diesen wunderschönen Grand Hand hier in Mittelhand bekommen, und ich musste ihn auch als Grand Hand spielen, denn der Spieler in Hinterhand hat 59 geboten, und das Spiel lief ja dann los mit dem Pik Ass, Pik Dame von mir, Pik König aus Hinterhand, 18 Augen. Es kam die Pik 10 hinterher, die ich mit dem Karo Buben gestochen habe. Und hier hat mir doch jetzt tatsächlich ein Skatfreund einen kleinen Hinweis gegeben. Das war ja ganz typisch wieder. Der fragte nämlich: Daniel, sag mal, wie viele von deinen Zuschauern haben eigentlich gemerkt, dass du hier, das hat er so wörtlich nicht gesagt, aber im übertragenen Sinne, dass du hier Mist gespielt hast? Denn mit dem Karo Buben ist das Spiel hier noch verlierbar. Mit dem Kreuz Buben hättest du es hier schon unverlierbar machen können. Wie ist das gemeint? Der Karo Bube kann natürlich theoretisch hier mit dem Pik Buben übergestochen werden auf 32, und dann kann auf Herz Ass 10 noch die Karo 10 reinfallen. Wenn ich mit dem Kreuz Buben gestochen hätte, die Pik 10, dann hätten die Vollen nicht mehr gereicht, dann wäre das Spiel schon unverlierbar gewesen. Allerdings war natürlich hier die 59 Reizung, die ich in dem Moment auch ernst genommen habe, und die sagte ja ganz sicher, dass da noch mindestens 2 Pik Luschen sitzen müssen, sonst wäre es kein Null über Hand mit dem Pik König, und genauso wollte ich natürlich auch noch meine mögliche Schneiderchance am Leben halten, die deutlich geschwächt wird, wenn ich hier mit dem Kreuz Buben steche. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Kollege, wer kann das nur gewesen sein? Der Rätselhase Hartmut Seber, einer der besten Skatspieler, Autor vieler Skaträtsel, und der einfach so einen Blick und so ein Talent auch hat, dass der gleich sagt: Mensch, was hast du denn da schon wieder gespielt? Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und insofern kam ich dann direkt auf die Idee, jetzt auch noch mal eine Verteilung euch zu zeigen, die der Hartmut mir vor, weiß ich nicht, 1, 2 oder 3 Jahren auf einem Turnier irgendwo mal präsentiert hat, und glücklicherweise konnte ich damals schon diese Aufgabe mit Bravour lösen. Nun schauen wir mal, ob ihr das auch hinbekommt. Stellt euch also vor, ihr sitzt mit diesem schönen Blatt in Mittelhand, seid für 18 rangekommen. Erste Frage natürlich drücken. Ich denke, haben wir einen Konsens, das ist ganz klassisch zu drücken. Die Karo Lusche und die Pik Dame, 3 Augen, dann haben wir eine recht saubere Karte. Und die zweite Frage wäre, welches Spiel ist denn jetzt das bessere, der 6-Trümpfer Herz oder der 5-Trümpfer Kreuz? Und gerade in Mittelhand ist hier von dem 5-Trümpfer Kreuz sicher abzuraten, weil die Trümpfe doch sehr schlapp sind, keinerlei Zug in den Trümpfen, und entsprechend wird das Tempo einfach nicht reichen. Das heißt, ihr würdet auch die schöne geschlossene Beikarte Herz Ass 10, da wird euch auch mindestens die Herz 10 wohl verloren gehen, dazu die beiden Trumpfvollen. Also selbst wenn die Trümpfe hier 3-3 stehen, habt ihr wahrscheinlich nicht die Chance, sie alle rauszuziehen. Insofern in Mittelhand ist auf jeden Fall der Herz das stärkere Spiel, und da ist natürlich jetzt Kreuz so ein bisschen eure wunde oder schwache Stelle. Wenn die unglücklich sitzen, kann da schon eine Menge drauf passieren. So, ihr sagt jetzt also den Herz an, und das Spiel geht los. Es kommt auch raus, Kreuz König, von euch die Lusche, und in Hinterhand das Ass, 15 Augen, und dann geht es ganz freundlich für euch hier weiter. Kreuz 7, Kreuz 10 kommt nach, ihr dürft bedienen, und jetzt ist doch alles ziemlich schön gelaufen. Kreuz Ass 2, 2 auf nur 25 Augen, seid ihr diese Schwachstelle losgeworden, und als nächstes werdet ihr jetzt hier schön in euer Pik Ass eingespielt. Und jetzt sind wir dann da an der Stelle, wo ich ja auch darauf hinaus wollte. Jetzt seid ihr das erste Mal am Stich, und es geht mal wieder um die Frage Trumpf ziehen, von oben oder von unten. Was bedeutet das hier überhaupt? Von oben wäre hier sicher ein roter Bube, von unten eher eine Trumpf Lusche. Ja, von oben muss also nicht unbedingt immer heißen, dass ihr auch den stärksten Buben habt. Also, was würdet ihr denn hier einmal vorschlagen? Ich lehne mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich
sage ganz sicher, 98% von euch sagen, jetzt ist doch ganz klar, jetzt geht's mit dem Buben los. Ich selber habe das auch mal in jungen Jahren so gespielt, und jetzt könnte allerdings Folgendes passieren. Trumpf Dame, Trumpf 7, ihr bleibt am Stich. Das ist vielleicht nicht ganz das, was ihr erhofft habt oder auch was ihr erwartet habt. Ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt schon so ein bisschen aufschreckt. Jetzt spielt ihr natürlich den nächsten Buben, und da passiert es, es wird gewimmelt, denn es stehen 4 Trümpfe dagegen. Pik Bube nimmt raus auf 40 Augen für die Gegenpartei, und ob jetzt Pik hinterherkommt oder dann tatsächlich auch Karo, jetzt habt ihr ein kleines Problem, denn es steht jetzt hier noch der letzte dunkle Bube und der Herz König, und ihr könnt jetzt entweder so spielen, dass ihr nur noch einen Trumpfstich abgebt, indem ihr jetzt nämlich klein stecht und dann die Trumpf 10 oder das Ass vorspielt, danach wieder klein stecht und mit dem anderen Trumpfvollen den König abholt. Allerdings haben die Gegner eben schon 40, und insofern, ihr könnt natürlich auch überlegen, jetzt eure Trumpfvollen lieber selber nach Hause zu bringen und dann 2 Trumpfstiche abzugeben, indem ihr hochstecht und dann Trumpf Lusche fortsetzt. Allerdings 2 Trumpfstiche noch abgeben, wo die anderen schon 40 haben, ist auch nicht so eine gute Idee. Auch das kann leicht reichen. Also von daher, vielleicht entscheidet ihr euch jetzt hier klein zu stechen und wollt dann auch den ganz großen Bluff noch spielen, zieht sogar das Trumpf Ass raus, in der Hoffnung, dass der Spieler hier nicht auf die Idee kommt, dass sein Partner noch einen Trumpfstich macht, aber ganz ehrlich, wenn der nicht auf den Kopf gefallen ist, dann wird er auch erkennen, dass es gar keine bessere Chance mehr gibt, und bei 40 liegen, er hat ja hier wohl auch noch Karo 10, vielleicht auch noch Pik 10, wird der einfach laden. Zack, 63, und das Spiel ist verloren. Und jetzt frage ich euch, wie hättet ihr denn das vermeiden können? Wir gehen also noch einmal an die Stelle zurück, an der ihr das erste Mal eine Entscheidung treffen durftet, an der ihr hier das erste Mal Trumpf ziehen konntet, und das erste, bevor wir jetzt hier weitere Züge ausprobieren, ist nochmal meine Frage in die Runde: Wer von euch hatte denn hier ein Déjà-vu, und wenn es nur ein kleines war? Denn eins ist sicher, ich habe diese Verteilung oder dieses Motiv hier in den Videos bisher noch nicht beleuchtet, aber jawohl, so ist es. Im Strategietrainer gibt es eine Aufgabe, die wartet mit quasi der gleichen Endspielposition auf, auch wenn wir da ein bisschen anders hingekommen sind. Und diese Aufgabe heißt, schaffst du es, den bunten Hund zu zähmen, ist nicht ohne Grund als harte Nuss deklariert, so ist es auch. Und entsprechend kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt glaubt, der Bube hat nicht geklappt, dann versuchen wir es hier mit einer Lusche. Auch das wird scheitern, und wie das scheitert, warum das scheitert, das könnt ihr im Zweifel hier gerne mal in dem Strategietrainer ausprobieren. Entsprechend bleiben jetzt gar nicht mehr viele Möglichkeiten, denn eins kann ich euch auch noch verraten: Den 7. Kreuz jetzt hier zu spielen, kann euch natürlich nicht helfen. Da kann sogar der Eintrümpfer dann vorstechen, und dann gibt es noch einen Stich für die Gegenpartei. Und damit sind wir dann beim Ausschlussverfahren hängen geblieben, bei dem genialen, spektakulären Trumpfopfer. Ja, beim Schach würde man sagen, da opfert er die Dame, und 3 Züge später ist Schachmatt. Sieht man nicht oft beim Skat, aber die Trumpf 10 oder auch das Trumpf Ass, das ist hier die richtige Karte. Denn was wird jetzt passieren? Es fällt die blanke Trumpf Dame oder der König oder die blanke Lusche, jedenfalls der blanke Trumpf, und jetzt kann dieser Spieler den Stich wohl kaum verweigern, beziehungsweise wenn er ihn mit seinen 4 Trümpfen verweigert, gewinnt ihr auch. Wenn er ihn rausnimmt, hat die Gegenpartei jetzt 40 Augen, und jetzt ist das Endspiel für euch natürlich gewonnen, wenn ihr keinen Fehler mehr macht. Ihr stecht jetzt klein die nächste Farbe und könnt jetzt in Ruhe den Buben ziehen, und selbst wenn der Spieler jetzt hier nochmal abwartet, er es noch nicht wimmelt, es gibt jetzt nur noch einen Stich mit höchstens 15 Augen, also gehen wir doch mal davon aus, dass hier jetzt direkt gewimmelt wird auf 55, und jetzt müsst ihr natürlich noch mal klein stechen und jetzt Trumpf Lusche und König mit den beiden hohen Trümpfen abziehen. Habt Rest, gewinnt mit 65, und warum war es denn so wichtig und auch zu erkennen, dass die Trumpf 10 hier der Siegzug ist? Nun, das Entscheidende ist natürlich, dass ihr damit auch gegen die gleichmäßige Trumpf 3:2 Verteilung nicht verlieren könnt. Der Stich wird rausgenommen, knapp über 40, und dann gibt es noch einen Stich. Leicht zu erkennen.
Gegen Trumpf 4-1 ist es aber genau deswegen so wichtig, weil wie wir hier gesehen haben, wie die Verteilung sonst läuft, und es ist ein Stück weit auch schon wieder erkennbar, dass hier 4 Trümpfe sitzen könnten. Denn dieses Ausspiel, was euch ja erst so begünstigt hat, dass Kreuz 2:2 verteilt saß, das ist doch wieder ein ganz typisches Zeichen dafür, dass der Spieler hier auf einem Rollmops sitzt, also von jedem nur 2 hat, denn sonst wird er in aller Regel eine lange Farbe, also aus dem Drilling oder Vierling sogar aufspielen, oder vielleicht, wenn der Trumpf ganz kurz ist, mal einen Blanken öffnen. Aber dieses Ausspiel aus dem Zwilling, das kann schon mal als so ganz kleiner Hinweis gedeutet werden. Damit ist die Chance durchaus gegeben, und insofern ist der Trumpf Volle an der Stelle der Verteidigungszug, der euch gegen die meisten Situationen schützt. Bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen: Danke, lieber Hartmut, dass du die Skat-Community und mich natürlich auch mit diesen und anderen Rätseln immer wieder inspirierst und herausforderst. Insofern jetzt einmal Daumen hoch für Hartmut. Hartmut, das ist dein Applaus, und dann wünsche ich uns allen gut Blatt. Bis bald.